Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Mal wieder, ja genau. Dieses Mal werden wir ein kleines Tutorial zu GPS machen, beziehungsweise generell Positionsermittlung. Und ja, das ist mit Android gar nicht so kompliziert und ich kann das euch, glaube ich, alles in einem Video zeigen. Okay, wir haben ja erstmal einen Button, der ruft die Locate-Me-Methode auf, die aktuell noch gar nichts macht. Ich habe, wie gesagt, einfach nur ein neues Projekt erstellt, mache ich ja immer. Und ja, der ist diesmal schön rot und groß. So, zunächst einmal müssen wir natürlich im Manifest die Berechtigung holen, dass wir überhaupt GPS benutzen dürfen, beziehungsweise sogar das Internet benutzen dürfen. Und das machen wir hier einfach, indem wir sagen Uses Permission. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, je nachdem, welches Video von mir gesehen habt. Ihr seht, hier gibt es einen Haufen irgendwelche Permissions. Ich glaube, Flashlight habe ich vorhin gefunden, war ziemlich cool, dass man hinten halt diesen Kamerablitz nutzen darf. Und ihr kennt es vielleicht, man hat haufenweise so Permissions, die man akzeptieren muss, um die App herunterzuladen, und im Prinzip nutzt sie dann am Ende vielleicht 5 davon, von den 20, die man erlauben musste, oder aber sie nutzt tatsächlich alle, was relativ tragisch wäre, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel hat und das benutzt plötzlich GPS, das wäre irgendwie gruselig. Aber ja, manche machen das tatsächlich. Okay, wir brauchen hier eben GPS, das ist einfach alles, was wir hier zur Location brauchen, alles, was wir irgendwie fürs GPS brauchen, und Internet, weil wir halt übers Internet auch noch den Standort auslesen können. Und ja, Internet liefert uns teilweise genauere Daten als das GPS. Das ist das Coole dran. So, jetzt haben wir hier die leere Locate-Me-Methode, aber ich muss euch leider enttäuschen, wir können hier nicht einfach das Ding schreiben. Und zwar ist das Problem bei einem GPS, dass das Ganze ein Service sein muss, weil es sich immer updatet. Und ihr wisst ja, wie das mit updatenden Dingern ist. Immer wenn was durchloopt die ganze Zeit, dann haben wir natürlich das Problem es könnte sein, oder es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass man die App freezen lässt, wenn sich jetzt der Service, wenn sich das Ganze in der Main Activity abspielt. Deswegen brauchen wir hier einen Service. Die kennt ihr jetzt auch schon eigentlich zur Genüge, würde ich mal so behaupten. Ich würde mal sagen, den nennen wir hier Tracker Service und sagen Finish. Ähm, so, wir haben hier die Methode onBind. Ja gut, ich will zunächst einmal eigentlich die wichtige Methode schreiben. Wir brauchen hier auch nicht die ganzen Sachen mit den Händlern und so weiter machen. Ich würde sagen, ähm, hier passt eigentlich ein Konstruktor, den wir hier benutzen. Wir wissen ja, wie wir es aufrufen. Also ihr kennt das Ganze ja von Services, deswegen packe ich jetzt das Ganze mal so rein, wie ich das gerade brauche. Okay, Public Tracker Service, also der Konstruktor. Und hier nehmen wir einen Kontext mit. Kontext, so, ja, will ich haben. Importieren ist übrigens als Eingabe, steht aber meistens auch da. Und wir sagen this. Achso, wir haben das noch gar nicht, ne? Als Variable. Wir haben einen Kontext. Kontext ist, nicht ist gleich. Einfach nur ein Kontext haben wir, und this. Kontext gleich. Ach übrigens, den leeren Konstruktor brauchen wir leider, der ist vorgeschrieben, habe ich euch ja glaube ich auch schon mal gesagt. This.Kontext gleich Kontext. So. Und dann sagen wir hier drin. Nein, wir sagen gar nichts. So. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich die Möglichkeit reinzuschreiben, was wir hier gerne hätten. Und zwar sagen wir, okay, wir sagen public void. Nee, halt, wir wollen eine Location abgeben. Public void locate. So. Und was war das? So. Ja, wir probieren jetzt hier, wir müssen es leider in Trial machen, denn Android schmeißt da ein paar Exceptions, wenn man nicht aufpasst, beziehungsweise wenn irgendwas ungültig war, kann mal eine Exception fliegen, und deswegen muss das quasi alles in Try and Catch Block. Wir sagen hier, groß geschrieben natürlich, Location Manager, ähm, Log, nennen wir ihn Location Manager. Das wäre, glaube ich, das Beste, was man hier machen kann in dem Fall. Das schlägt ja sogar vor. So, und den wollen wir jetzt auslesen, ist wirklich kein großes Ding. Wir müssen es nur casten, und zwar sagen wir dann einfach, das kann man direkt über den Kontext ablesen, this.context.getSystemService, und dann sagen wir hier Location Manager, also ist eine Static-Variable, und sagen dann hier
Gar nicht, upsala, das war das Falsche. Location Service will ich haben. Location Manager kommt nachher. So, so kriegen wir einen Location Manager über den Kontext eben, also kein großes Ding eigentlich. Und ja, jetzt wollen wir auslesen, haben wir GPS aktiviert, also ist GPS active, active, genau. So, und das können wir einfach machen über den Location Manager. Punkt ist Provider enabled, wird schon vorgeschlagen, ziemlich cool. Und dann sagen wir hier Location Manager, da war jetzt die Static-Variable dabei und GPS Provider. So kriegen wir raus, hat der Benutzer gerade aktuell ein aktives GPS oder ist es aus? Und dann sagen wir hier noch Boolean is net active ist gleich quasi genau dasselbe. Location Manager is Provider enabled und davon Location Manager Network Provider. So, ja, das sind jetzt die beiden Alternativen, die wir hier haben. Und wir wollen jetzt natürlich auslesen. Okay, so, das machen wir wie folgt. Wir wollen zunächst einmal gucken, ob wir es über GPS schaffen. Also, wir müssen natürlich, das geht natürlich nur über ein aktives GPS. Ist GPS active? Okay, so. Und, ja, dann sagen wir hier, wir wollen eine Location zurückgeben, logischerweise. Deswegen definieren wir die hier oben mal. Location, Location. So. Und wir sagen hier, okay, Location Manager. Und dann sagen wir hier Request, Request Location Updates. So, das ist quasi die ganze Methode, die die Magie hier macht. Ja, wir sagen hier drin einfach, wir wollen das Ganze über GPS auslesen. Deswegen sagen wir hier GPS Provider. Wir wissen ja, dass das Ganze aktiv ist. Also können wir hier sagen, okay, wir wollen über GPS Provider das Ganze auslesen. Wir wollen keine Ahnung, sagen wir, 1 Minute warten wir, bis das nächste Mal geupdatet wird. Mindestens 1 Minute warten wir. Das bedeutet Millisekunden, weil wir hier halt 1000 haben. Also 60 mal 1000 sind 60.000, das ist das, was da steht. 60 sind die Sekunden einer Minute, also 60.000 sind die Millisekunden einer Minute, logischerweise. Gut, und dann wollen wir hier noch die Distanz angeben, um die sich der Benutzer mindestens bewegt haben muss, wenn man updaten möchte. Das wären, keine Ahnung, sagen wir 20 Meter. Genauer ist es eh nicht, ich weiß nicht, ich glaube Auto oder halt normale Tracker, die werben, glaube ich, mit 40 oder 50 Meter Genauigkeit, ich weiß es nicht sicher. Auf jeden Fall sind 20 Meter mehr als ausreichend. Und wir müssen noch ja, wir müssen hier noch einen Tracker-Service, oder wir stecken jetzt aktuell noch einen Tracker-Service rein. Das Problem ist, dass wir hier einen Listener reinstecken müssen. Ja, einen Location-Listener, um genau zu sein. Und deswegen müssen wir hier oben eben noch diesen Location-Listener implementieren, was wir eigentlich so gar nicht brauchen. Jetzt haben wir hier unten keinen Fehler mehr, dafür haben wir den hier oben. Wir haben hier on Location changed, on Status changed, on Provider enabled, on Provider disabled, bla bla bla. Dass man hier halt noch, falls jetzt GPS angeschmissen wird, dann wird plötzlich auch noch über GPS gemacht. Da kann man dann schauen, wenn man jetzt beide anhat zum Beispiel, kann man die beste Distanz irgendwie berechnen und so weiter, aber ich möchte euch ja bloß mal die Basics dazu zeigen. Also im Prinzip brauchen wir die Methoden hier unten alle gar nicht, aber wir müssen halt einen Location Listener hier reinstopfen und deswegen packen wir den so da rein. Okay, gut. Ja, okay, also sagen wir hier weiter. Ähm, wir sagen, wenn der Location Manager, der kann nämlich auch null sein hier. Wobei, wenn er null wäre, dann hätten wir oben eh schon ein Problem, also lassen wir das einfach raus. Wir sagen hier Location und die ist Location Manager.get last known location und das können wir jetzt aufrufen, da wir hier die ganzen Updates requested haben. Das heißt, hier wird die ganze Zeit geupdatet, also dank der Methode hier wird die ganze Zeit geupdatet und in dieser Methode sagen wir dann einfach, okay, wir kriegen darüber einfach unsere Location zurück. So, ja, Location Manager get last known location und da sagen wir dann
Location Manager .gps Provider und ein Semikolon hinten dran und fertig sind wir. So, jetzt haben wir hier die Location, die wir hier zurückgeben, wenn das GPS aktiv ist. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier noch die Location zurückgeben, falls das Netz aktiv ist. Net active. So, kann natürlich auch passieren, dass gar nichts von beiden active ist, deswegen wäre das dann ein bisschen schade, aber ja. Im Prinzip ist es genau dasselbe wie hier, nur dass wir hier natürlich ändern müssen auf Network Provider und hier unten auch Network Provider hier. So, und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Gut. Und ja, jetzt wollen wir hier oben vielleicht noch das Ganze als die Längen und Breitengrade ähm, aufschreiben. Das sind dann am besten mal Doubles, denn ihr kennt die vielleicht. Das sind ziemlich genaue Zahlen sogar. Also je genauer, desto besser natürlich. Ähm, Das sind dann eine Latitude, standardmäßig 0 natürlich, und eine Longitude, so. Ja, und jetzt sagen wir hier unten einfach, okay, wir haben hier genug getried und catchen jetzt natürlich was. Catch, wir fangen einfach mal alle. Ich weiß, das ist kein guter Stil, wenn man alle auf einmal fängt, aber wir wollen hier eh nichts ausgeben. Wir sagen hier einfach e.print stack trace und gut ist. So, ja, jetzt haben wir die Location hier unten zugewiesen. Jetzt müssen wir hier natürlich überprüfen, falls weder GPS noch Netz aktiviert war, müssen wir jetzt hier natürlich auffangen, dass die Location null ist. Also if location gleich null. Okay. Und dann sagen wir hier, if location ungleich null natürlich, sagen wir hier, Latitude ist gleich location.getLatitude und Longitude ist gleich location.getLongitude. So, und am Schluss geben wir jetzt einfach noch die Location zurück. Die kann natürlich immer noch null sein, das wisst ihr hoffentlich. Da müssen wir dann in der Methode, die das Ganze benutzt, aufpassen. So, wie ihr vielleicht aus meinen anderen Videos aus Java kennt, ich möchte gerne diese Methode hier auf dem Tracker-Service aufrufen. Ich würde mal sagen locate, denn wir wollen ja, dass die Variablen da oben initialisiert werden hier, die hier alle. So, wenn wir das Ganze jetzt hier aber auf dem Konstruktor aufrufen und wir haben hier vielleicht eine Vererbung und was weiß ich was, es ist einfach gut, dass die das Ganze private zu machen, sie wird eh nirgendwo anders benutzt. Deswegen packe ich die hier mal einfach private. So, ja hier, die ist eventuell nicht initialisiert, das soll sie auch nicht sein, die soll ja null sein. Gut, so, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles geschafft. Wir müssen jetzt hier nur noch diesen Bind überschreiben. Ich will nicht unbedingt gleich eine Exception schmeißen, das wäre ein bisschen arg heftig. Wir sagen einfach return null. Wir wollen ja nicht unbedingt binden und schon sind wir quasi fertig. Jetzt müssen wir hier die Main Activity anpassen. Ja, die Main Activity, achso nein, sind wir noch gar nicht fertig. Wir müssen hier natürlich noch eine Methode zur Verfügung stellen für unseren Client hier, der den Service aufruft, das vielleicht nicht mehr geupdatet wird, wenn man jetzt mal aufhören möchte damit. Und zwar sagen wir hier dann einfach public void. Achso, dann müssen wir aber den Location Manager auslagern, fällt mir gerade so auf. War vielleicht jetzt keine so gute Idee, den da reinzuschreiben. So, Location Manager. Okay. So, denn der updatet ja die ganze Zeit hier. Und wir sagen hier einfach public void stop updates und sagen hier if der Location Manager, also wenn der Location Manager nicht null ist, also genutzt wird, so, dann sagen wir hier Location Manager, komm schon, was ist denn heute los mit dem Tippen wieder? Location Manager, so,
Punkt remove location updates. Ne, remove updates eigentlich. Remove komplett Updates bitte. Da. So, und da wir hier noch einen Listener brauchen, das ist ja der hier, sagen wir einfach this. Okay, gut. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die LocateMe-Methode, die immer noch nichts tut quasi. Und ja, wir müssen jetzt hier natürlich auch noch ähm, alles benutzen können. Und deswegen sagen wir jetzt hier einfach, okay, wir erstellen uns einen neuen Tracker-Service, indem wir einfach sagen hier, wie habe ich es genannt? Tracker-Service. Tracker ist gleich New Tracker Service und wir müssen natürlich den Konstruktor aufrufen, der den Kontext mitliefert. Der Kontext ist die Main Activity logischerweise. Und hier sagen wir dann einfach, okay, wir wollen, also wir erstellen das hier jetzt, rufen hier die Locate-Methode auf und weisen dann die Longitude und die Latitude zu. Und hier wollen wir dann einfach sagen, okay, wir haben hier auch ein Double Long. Ups. Na, fangen wir mit der Lat an. Gleich Tracker.Latitude. Ihr könnt natürlich dann das Ganze hier noch irgendwie in Privates packen oder so weiter, aber das brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Long. Achso, Long darf ich nicht benutzen. Ha! Okay, dann schreibe ich sie auch aus. Latitude. Tutste. Genau, so. So, und jetzt sagen wir hier wieder Tracker.Longitude. Okay, so, und wenn jetzt die beiden hier 0 sind, also wenn sie genau 0 sind, dann wissen wir, dass der Tracker nicht funktioniert hat. Das heißt, dass weder GPS noch Netz aktiv war, denn genau 0 wird hier bei der Methode niemals rauskommen. Da wird dann vielleicht 0,0000. Das wäre fast unmöglich, dass da genau 0 rauskommt. Allein schon wegen der Ungenauigkeit von einem Double und wegen der Methode und wegen dem GPS. Also wenn man wirklich genau 0 rauskriegt, dann ist fast was faul gewesen. Das ist dann eigentlich fast nicht möglich, selbst wenn man genau auf 00 steht, was wir in Deutschland eh nicht haben. Und deswegen sagen wir hier einfach if Latitude gleich 0. Denn 0, also genau 0 werden sie ja nur dann, wenn wir hier nicht zugewiesen haben. Am Anfang sind sie ja 0. Das heißt, wenn wir hier nichts zuweisen können, also nicht hier reingehen in diese Schleife, ja, dann ist was schief gegangen. Also wenn wir das nicht, wenn sie 0 sind, ist was schief gegangen. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Und jetzt können wir hier irgendwie Toast machen. Toast.makeText. Ihr wisst, ich mag die Dinge. Ja, jetzt schreiben wir, ups, wo ist meine Maus hin? So, wir schreiben auf this, upsala, kein Komma. So, wir schreiben, do you have your GPS active? Und wir wollen, dass das Ganze lang angezeigt wird, das heißt, wir sagen hier toast.length_long und wir sagen, ich denke dran, .show. So, perfekt. Okay. Und ansonsten haben wir jetzt natürlich diese. Achso, hier können wir dann gleich noch return. Und ansonsten haben wir jetzt hier diese Locations. Und deswegen ziehe ich jetzt einfach mal hier noch 2 Text-Views rein, damit wir auch sehen, ob es funktioniert. Ich weiß allerdings nicht, ob das tatsächlich funktioniert. Wir sagen hier einfach gar nichts drin. Und die ID sollte man natürlich kennen. Text-View ist okay. Und hier unten drunter bitte nichts drin stehen. Und sie heißt TextView 2. Perfekt. Okay, und dann sagen wir hier einfach TextView, wobei wir brauchen eigentlich gar keinen. Find View by ID, r.id.textview, .setText. Verdammt. Okay, wir müssen es doch casten. Ich dachte, das funktioniert vielleicht ohne. TextView. So. setText und hier haben wir dann natürlich your, wobei, wir sagen hier Latitude Doppelpunkt
plus Latitude. Und dann kopieren wir das Ganze. Das geht übrigens mit Steuerung D für die, die das Video oder bei mir zum ersten Mal zugucken. Hier sagen wir Longitude. Longitude. So. Und ja, somit sind wir eigentlich fast fertig. So, und da fällt mir gerade noch so auf, ich glaube, wir haben drüben noch ein paar Fehler in dem Tracker-Service hier. So, ja, wir haben hier die Locate-Methode aufgerufen, aber ich habe die ja nirgendwo gespeichert. Diese Location hier zu fetchen, das dauert immer so eine Zeit. Ihr wisst ja vielleicht, dass das nicht unbedingt das schnellste ist, das GPS. Und deswegen hätte ich hier eigentlich noch ganz gerne eine Location so als Variable drin. Sage ich einfach mal Location und setze die auf Null von mir aus. Und hier unten, wenn wir dann Location zurückbekommen, dann setzen wir eben die Location auf die Locate-Methode. So, und ja, dann brauchen wir vielleicht noch hier eine getLongitude und getLatitude. Nein, das hatte ich eigentlich nicht. Wobei, vielleicht funktioniert es. Make private und... Naja, ist schon okay, mach du nur. Jetzt könnte ich das vielleicht über einen Getter... Ah, perfekt. Getter, jawohl. Sehr gut. Okay, also ich habe gerade einfach Alt-Enter gedrückt und hatte gehofft, dass es mir vorschlägt, dass ich da das Ganze über einen Getter kriege. Ja, also ansonsten sagen wir hier einfach mal, wenn wir die Longitude kriegen wollen, wenn die Location nicht null ist, also wir darauf zugreifen können, dann holen wir uns einfach vorher nochmal die Longitude, indem wir sagen Location, getLongitude, das heißt, es wird aktualisiert und selbes machen wir mit der Latitude natürlich. Ich sage immer Latitude, ich hatte das mal in Französisch. Dann machen wir hier einfach Alt-Enter und Create Getter. Ich finde das echt klasse. Okay. Den Teil kopieren wir uns und sagen hier Get Latitude. Perfekt. So, und jetzt greifen wir hier drüben natürlich nicht mehr direkt drauf zu, denn die sind ja jetzt private, sondern wir sagen hier Get Latitude und Get Longitude. So. So, soweit, so gut. Ich habe euch jetzt mal pausieren müssen, weil ich tatsächlich ein paar krasse Fehler gekriegt habe, mit denen man nicht gerechnet hat. Okay, ich muss hier gerade nochmal den Emulator beenden. So, okay, also jetzt gibt es ein paar Besonderheiten dieses Mal. Und zwar dürft ihr jetzt in die Systemsteuerung gehen und unter Programme und Features, das mache ich euch jetzt nicht vor, denn das habe ich hier schon offen. Ich denke mal, ihr wisst alle, wie ihr unter Programme und Features kommt. So, und jetzt gehen wir hier auf Windows Features aktivieren und oder deaktivieren. Und dann müsst ihr hier schauen, dass ihr hier diesen Telnet Client aktiviert und dann OK drücken. Ist bei mir schon aktiviert, deswegen muss ich das jetzt nicht mehr machen. So, und dann geht ihr in die Konsole, also tippt einfach CMD ein und ihr habt dieses Dings. Und ja, hier müsst ihr dann Folgendes machen. Ihr gebt hier ein, also erstmal noch dann den AVD starten. Also hier, ich habe mittlerweile auch zwei Devices. Einfach mal, ist egal welches. Die haben normalerweise alle GPS drin. Also kein echtes GPS, sondern nur das emulierte GPS. Und das ist eben unser Problem. Ihr könnt das natürlich auch direkt auf eurem Handy testen, aber da wir das hier alles mit dem Emulator machen wollen, sollte das damit auch funktionieren. So, ja, das startet sich jetzt und dann müssen wir dem quasi sagen, dass es an einer Position X und einer Position Y ist, sonst funktioniert da gar nicht. So. Ja, jetzt gehen wir hier wieder in unsere Command Line und dann sagen wir hier telnet, das ist, was wir gerade eben aktiviert haben, localhost. Damit connecten wir quasi auf unseren Emulator drauf. 5554. Das ist der erste, das ist das erste Handy, das ihr habt. Also ihr könnt dann noch mehrere Handys connecten, aber das erste steht auf 5554. Also das ist quasi der Port dafür. Danach kommt 5556 oder 5557 und danach kommt 5558 oder 5559 und so weiter und so fort. Das dauert jetzt eine ganz schöne Zeit, bis es hier connected ist. So, und jetzt sind wir in der Android-Konsole. Type Help for List of Commons. Das kann ich euch gerade mal kurz zeigen. Wenn wir hier Help haben, dann können wir hier so ein paar Sachen setzen. Kill zum Beispiel, Kill the Emulator Instance, Network, macht Network Settings. Sensor kann man auch Sensordaten emulieren. Was wir wollen ist Geo.
das emuliert quasi die Geolocation. So, Geo, fix und dann sagen wir hier, an welcher Stelle wir sind. Also zum Beispiel 49,5, 50,5. Die Werte sind jetzt irgendwie frei gewählt. Ich habe keine Ahnung, wo die liegen. Ähm, ja, Geofix 49,5 und 50,5 und dann sagt er okay und dann ist unsere Position für diesen Emulator, aber auch wirklich nur für den, ist jetzt wirklich fix an 49,5 und 50,5. Normalerweise sind das viel mehr Dezimalstellen. Ja, so, jetzt launchen wir das Ganze. Dauert jetzt nicht mehr so lange, deswegen lasse ich euch auch gerade mal kurz an währenddessen. Und wenn ich jetzt hier auf Get Location klicke, dann habe ich hier eine Longitude von 49,5. Ich habe hier auch mittlerweile ein paar Kommentare reingesetzt. Deswegen, ja. Gut. Achso, mir fällt gerade auf, ich habe hier. Warum steht hier nur die Longitude? Ja, natürlich. Ich habe hier aus Versehen TextView. Was war das? TextView 2? Ja. TextView 2 muss natürlich auch beschrieben werden, also das ist dann schon richtig soweit. Gut, ja, und wenn ihr das dann natürlich auf einem richtigen Handy laufen lasst, dann habt ihr damit keine Probleme mehr. Das heißt, ihr habt da tatsächlich auch das, was ihr haben wollt. Ähm, so, jetzt haben wir hier die Latitude und die Longitude und ja, wir sehen, dass hier alles ganz wunderbar funktioniert hat und wir haben jetzt hier die Location bestimmt von unserem Handy. Das heißt, wir haben es getrackt. Okay, super. Alles klar. Wenn ihr jetzt, ich habe euch ja schon ein paar Sachen gesagt, die möchte ich euch jetzt noch kurz zeigen. Ich möchte dazu jetzt nicht noch arg viel mehr Videos machen. Ich glaube, ihr wisst, wie das funktioniert jetzt. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt einfach ähm, durch alle Dinger durchiterieren sozusagen, die ihr zur Verfügung habt, durch alle Provider ähm, und dadurch dann das Beste bestimmen. Das Beste ist folgendes, das kriegt man über Location, Punkt und dann hier Get Accuracy. Accuracy. Die Accuracy gibt uns an, wie genau das Ganze ist. Die wird hier, das ist sogar API Level 1, steht allerdings nichts Genaues dabei, okay. Also ihr speichert euch dann einfach diese Accuracy hier zwischen, die ihr hier bekommt, sowas, und habt dann irgendwo zwischengespeichert, also das ist jetzt diese Location und ihr habt meinetwegen in der Location hier oben einfach die beste Location mittlerweile zwischengespeichert, dann sagt ihr hier minus this.getAccuracy this.location.getAccuracy natürlich. So, und das liefert euch dann die Distanz von diesen beiden. Und wenn die jetzt aktuell gerade größer als 0 ist, dann ist die Location von diese Location hier natürlich besser. Und wenn die kleiner als 0 ist, dann ist die Location hier vorne die bessere. Und das heißt, ihr benutzt dann ab sofort diese, also ihr speichert die dann unter this.location und das ist dann eure bessere Location. Wie ihr durch verschiedene Provider durchiteriert, also ihr habt hier den GPS-Provider, den Network-Provider, wie ihr durch verschiedene Provider durchiteriert, geht folgendermaßen. Da sagt ihr dann einfach, wir nehmen den Location Manager, Punkt, Get All Providers. Man kann hier natürlich auch den Get Best Provider nehmen, aber da muss man mit Kriterien arbeiten. Ich würde euch empfehlen, einfach über die Accuracy dann durchzuiterieren, welches der beste davon war. So, wenn ihr Get All Providers aufruft, dann könnt ihr hier einfach einen hinzufügen, aber das braucht ihr natürlich nicht. Hier einfach drüber iterieren. Das sind Strings übrigens, also die Provider sind alle in Strings gespeichert, das heißt, ihr macht dann halt ja, Punkt get und dann int location. Ihr könnt einfach darüber iterieren und dann schauen, welches der beste davon war. So, jetzt sind wir schon bei fast einer halben Stunde. Ich glaube, das war ein lang genuges Video. Und ihr wisst jetzt, wie man hier das Ganze emulieren kann und vor allem, wie man es auch auslesen kann. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.